Die Hose bleibt oben. Weltreisetour. Also ich möchte auf jeden Fall Kinder haben. Was ist denn meine Standardantwort? Oh Gott. Das ist wirklich eine ganz schlimme Idee. Die Jungs-Fragen sind irgendwie immer noch beliebt. Kauft ihr einen Rasierer? Das fand ich alles nicht so geil. Einfach Gap. Das ist mir auch nicht peinlich oder so. Ihr müsst mir dann mehr Ideen geben, Leute. Luxury Brand Management. Ich war genervt. Oh, meine neue Lieblingsfrage. Minijob gesucht. Ich find's super. Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Leute, heute erfahrt ihr all die Neuigkeiten. Ich beantworte euch all eure Fragen. Ich habe einen großen Fragesticker gemacht in meiner Instagram-Story. Ich habe gesagt, ihr müsst alle Fragen stellen, die ihr wissen wollt. Und ich gebe euch heute all den Gossip. Nichts bleibt hier unbeantwortet. Ihr habt, muss ich sagen, fast alle die gleichen Fragen gestellt. Deswegen weiß ich auf jeden Fall, was ihr wissen wollt. Aber ich dachte, so ein großes Q&A hier auf YouTube wäre vielleicht nochmal ganz lustig. Und falls ihr mal wirklich lachen wollt, müsst ihr euch mein Q&A angucken. Das allererste, was ich gemacht habe, das habe ich mir letztens mal selber angeguckt. Und ich habe da wirklich die besten Antworten gegeben, die ich je gesehen habe. Ich müsste eigentlich mal ein Video machen, wo ich mein erstes Q&A nochmal beantworte. Das wäre schon irgendwie lustig. Falls ihr es mal machen soll, kommentiert mal mit Q&A wiederholen. Dann mache ich das mal. Das wäre vielleicht auch eine ganz lustige Videoidee. Ist mir gerade so eingefallen. Aber ja, bevor ich es vergesse, ihr könnt auch mal sehr gerne meinen Kanal abonnieren. Also falls ihr das noch nicht gemacht habt, ich würde mich sehr freuen. Ihr müsst einfach nur auf den Abonnieren-Button klicken und könnt auch schon jetzt gerne einen dicken Daumen nach oben da lassen. Ich habe das Video zwar noch nicht angeschaut, aber ich weiß, es gefällt euch bestimmt. Deswegen lasst gerne einen dicken Daumen nach oben da. Und ja, ich würde sagen, wir labern nicht so viel hier um den heißen Brei rum, sondern ich erzähle euch einfach mal alles zu den Fragen, die ihr gestellt habt. Und ich habe mir ein paar Screenshots gemacht von den besten, damit es ja auch nicht langweilig wird. Okay, ich glaube, das ist die meistgestellte Frage, die mir in der letzten Zeit gestellt wird. Und zwar, was machst du denn jetzt den ganzen Tag? Du hast ja jetzt voll viel Zeit. Irgendwie, Leute, mein Tag hat trotzdem nicht mehr Stunden bekommen. Ich habe das Gefühl, ich habe trotzdem nicht mehr so viel Zeit, weil jetzt verbringe ich halt meinen Tag damit, mehr für Social Media zu machen, mehr für Kooperationen zu machen. Deswegen, ich bin schon noch beschäftigt. Und es macht natürlich mehr Spaß als zu lernen, aber es ist halt trotzdem so eine Aufgabe und Sachen, die man machen muss. Also Videos hochladen, Videos schneiden, bliblablub, ihr wisst, was ich meine. Ja, deswegen habe ich auch gar nicht angefangen, irgendwie ein neues Hobby zu machen oder so. Also ich glaube, ihr denkt immer, ich sitze den ganzen Tag hier im Bett und mache gar nichts, aber das stimmt nicht. Und sonst, was ich so am liebsten mache, also wo ich wirklich aufstehe und sage, ja, so könnte ich meinen ganzen Tag verbringen, ist einfach im Pool liegen und mich sonnen oder an den Strand gehen. Also es gibt nichts Besseres und ich vermisse irgendwie gerade nicht irgendwo hingehen und arbeiten oder irgendwie sowas. Deswegen mache ich jetzt ein bisschen Pause. Und ich weiß, ganz viele Leute finden das ganz schrecklich. Die sagen, du musst jetzt dir einen Job suchen, warum machst du nichts? Los geht's. Aber Leute, ich habe wirklich seit 3 Wochen mein Abi-Zeugnis in der Tasche. Bitte chillt. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, manche Leute tun so, als wäre ich die erste Person auf der ganzen Welt, die jemals ein Gap Year gemacht hätte. Aber glaubt mir, da gibt es noch andere. Ich bin nicht die einzige, Leute. Okay, dann kommen immer wieder Fragen zu meinen Haaren. Und zwar, wie hast du so lange Haare bekommen? Ich möchte auch gern so lange Haare haben. Warte, das hört sich jetzt vielleicht dumm an, aber ich habe die einfach nie wirklich viel abgeschnitten. Also ich weiß, viele Leute machen irgendwann mal so einen Big Job und dann machen die hier so halben Bob und so und dann fragen sie sich, warum sind meine Haare so kurz? Aber ich habe immer nur die Spitzen geschnitten. Also Spitzen schneiden war nicht wirklich so viel. Ich habe noch nie mehr als so viel auf einmal abgeschnitten. Ich finde, die sind auch ziemlich gesund. Also ich blondiere die ja nicht richtig, sondern ich benutze mein Blondierungsspray. Da kommt übrigens auch auf die Frage, welches ich da benutze. Ich benutze immer das von John Frieda. Das habe ich euch auch schon ganz oft gezeigt. Meine Haare gehen davon nicht kaputt und ich glaube, dass es gesünder ist, als wenn ich die beim Friseur blondiere. Deswegen bleiben die eigentlich immer schön lang, weil ich mache das auch nur hier in den Ansatz und färbe halt hier unten nicht wirklich was, sondern es wechselt halt nur raus. Und ich versuche die immer vor der Hitze zu schützen, indem ich Hitzeschutzspray benutze. Haarmaske mindestens einmal die Woche. Da mache ich immer Hairglossing drauf. Haaröl benutze ich oft. Irgendwie so ein Leave-In Overnight Treatment. Also ich benutze halt nicht nur Shampoo und Conditioner so in der Dusche, sondern ich mache dann danach noch schön was rein. Und ganz wichtig, Hitzeschutz. Ich glaube, ganz viele vergessen das immer. Sonst gibt es irgendwie nicht so ein Secret. Meine Haare sind einfach schon immer lang gewesen, weil ich sie nie richtig abgeschnitten habe. Einfach mal wachsen lassen, Leute. Okay, jetzt eine spezifische Frage, weil ich war letztens im Kino und habe das in meiner Insta-Story gepostet und dann kam mir die Frage, laufen die Kinofilme dann auf Spanisch? Und wenn ja, verstehst du alles? Also es gibt hier Kinofilme, die laufen auf Englisch. Es gibt irgendwie kein deutsches Kino und es läuft dann tatsächlich mit spanischen Untertiteln und irgendwie hilft das manchmal, weil wenn ich so auf Englisch irgendwas nicht verstehe, kann ich natürlich spanischen Untertitel lesen. Also ich verstehe es schon, aber ich glaube, würde ich den Film nur auf Spanisch schauen und dann ohne Untertitel würde ich nichts verstehen. Weil die redet auch so schnell und dann auch so manchmal so, ja, umgangssprachlich und dann verstehe ich leider
nada. Aber auf Englisch macht es halt mehr Spaß, wenn man den Film dann einfach besser versteht. So, next one. Weiter geht's. Mich interessiert, wie du fürs Abi gelernt hast oder generell für Klausuren. Und da kamen auch immer noch so viele Fragen zu. Also ich habe ja schon mal viele Videos drüber gemacht, so meine Lerntipps oder Lernvlogs. Da habe ich eigentlich auch mal geteilt, wie ich gelernt habe. Aber ich muss sagen, dass mich wirklich ChatGPT einfach gerettet hat. Ich habe wirklich mit ChatGPT gelernt. Vor allem, ich musste immer für viele Klausuren gleichzeitig lernen. Dann war ich immer so eine Woche vor der Klausur richtig in Panik, weil ich noch nichts konnte. Dann habe ich alle Sachen, die wir im Unterricht gemacht haben, aus OneNote importiert und in ChatGPT reingeladen. Und dann habe ich ihm gesagt, hallo, ich schreibe in einer Woche meine Chemieklausur. Ich kann doch gar nichts. Ich verstehe nichts und ich weiß nichts. Bitte hilf mir. Und dann war er immer so, okay, keine Panik, wir bekommen das hin, Marvi. Wir fangen jetzt an mit Lernzetteln. Dann habe ich das wirklich mit ihm gelernt. Dann habe ich auch mal gesagt, wenn ich irgendwas nicht verstanden habe, ja, ich verstehe es noch nicht, kannst du es nochmal für Dumme erklären. Für kleine Kinder erklärt, ich verstehe es immer noch nicht. Und dann habe ich halt immer wieder so nachgefragt und durch dieses aktive Gespräch irgendwie mit ChatGPT habe ich voll gut gelernt. Also ich weiß, viele Leute sind gegen so ChatGPT und so, aber ich finde es super. Dann eine Frage, die ich nicht so ganz verstehe, aber okay. Und zwar fragt jemand, wann sollte man sich rasieren, sagst du? Und ich finde irgendwie, die Frage kann man nicht so richtig beantworten. Also man kann jetzt nicht sagen, ja, ab 12 rasier dich, los, kauf dir einen Rasierer, los geht's. Aber ich glaube, deshalb einfach machen dann, wenn man sich nicht mehr wohlfühlt, wenn man irgendwie Beinhaare hat oder sonstiges. Also wenn ihr es mit 26 noch haben wollt, go for it. Aber ich weiß gar nicht, wann ich das angefangen habe. Wahrscheinlich, als ich irgendwie so Beinhaare hatte oder so, habe ich es einfach rasiert. Deswegen, ich glaube, das ist auch nichts, wofür man sich schämen sollte oder so. Also voll viele fragen mich auch so auf Insta dann halt in diesem Fragesticker, wo man irgendwie seine Mutter fragen kann, wo die Beine rasieren kann. Aber eure Mutter macht das ja bestimmt auch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da irgendwas schlimm dran findet. Und ich finde, wenn es euch stört, dann sollte man es wegmachen, egal wie alt ihr seid. Deswegen, man fühlt sich immer wohler. Und ich finde, wenn es etwas gibt, was man innerhalb von 5 Minuten ändern kann und man sich dann wohler fühlt, sollte man das auf jeden Fall machen. Deswegen, ja, da gibt es jetzt kein wirkliches Alter, wann man das anfangen sollte, sondern einfach dann, wenn man möchte. Oh, meine neue Lieblingsfrage. Was möchtest du in deinem Gap Year machen? Leute, mein Gap Year ist mehr so einfach Gap. Wisst ihr, die Gap ist dazu da, um nichts zu machen. Also, weil ich habe immer so viel gemacht und ich mag das irgendwie nicht so, Sachen aufgezwungen zu bekommen, was ich unbedingt machen muss. Deswegen versuche ich einfach so wenig wie möglich zu machen, was ich sonst nicht machen würde, wenn ich jetzt einfach die Wahl hätte, es nicht zu machen. Versteht ihr, was ich meine? Und deswegen habe ich mir jetzt auch noch keinen Minijob gesucht oder sonstiges, weil ich mag es einfach mal zu chillen. Deswegen, ich habe jetzt keinen richtigen Plan, was ich unbedingt machen will. Also jetzt irgendwie reisen oder so. Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so der größte Fan von so großen Reisen. Also ich weiß, viele wollen irgendwie nach Indonesien, Asien, Thailand sich das alles anschauen, aber ich weiß nicht, ich mache gerne meine Vacations irgendwo, aber dann so 3 Wochen, dann komme ich wieder nach Hause und mich interessiert, um ehrlich zu sein, auch nicht Asien, nicht so sehr und auch nicht Australien oder so, sondern ich bin gerne einfach so da, wo ich schon war und das reicht mir. Deswegen, ich bin irgendwie nicht so der Weltreisetyp. So, dann haben wir jetzt hier, wie viele Kinder möchtest du mal haben? Also ich möchte auf jeden Fall Kinder haben. So, fangen wir schon mal damit an. Und ich weiß noch nicht, wie viele. Also ich glaube auf jeden Fall mehr als 1. Weil Einzelkind finde ich auch so ein bisschen blöd. Also nichts gegen euch, wenn ihr Einzelkind seid. Ich meine nur, es ist vielleicht ein bisschen langweilig ohne Geschwister. Und irgendwie, ich fand es voll cool, so 2 ältere Brüder zu haben. Wir sind ja zu dritt, also wir sind 3 Kinder, ich und meine 2 Brüder. 3 fände ich schon gut, wenn es 4 sind, fände ich auch nicht schlecht. Also, je mehr, desto besser, Leute. Nee, aber zumindest 2 würde ich schon sagen. Mal sehen, wann das dann passiert. Oh Gott, die Frage fand ich irgendwie lustig, weil hier jemand gefragt, wie fandest du die Abi-Zeit? War es sehr stressig? Weil ja, auf jeden Fall war es stressig. Also das war die stressigste Zeit in meinem Leben bisher. So, wirklich, ich habe jeden Tag nur gedacht, bitte, wann ist das hier vorbei? Ich will nicht mehr lernen. Ich war genervt, ich wollte das nicht mehr alles wissen. Da musste ich ja noch nach Barcelona fliegen. Diese Woche war auch so unfassbar anstrengend. Das war auch irgendwie ein bisschen traumatizing da. Ich weiß nicht, also das fand ich alles nicht so geil. Einmal reicht und nochmal würde ich es auch nicht machen. Okay, dann next. Findest du es gut, dass ihr ausgewandert seid oder wärst du lieber in Deutschland geblieben? Nein, natürlich wäre ich lieber in Deutschland geblieben, auf keinen Fall. Also ich weiß noch, ich hatte kurz so eine kleine Identitätskrise und war so, oh nein, jetzt ziehe ich wirklich weg. Was, wenn ich keine Freunde finde? Was, wenn ich es da nicht mag und so? Weil ich war da, wie alt war ich da? 12, glaube ich, als wir umgezogen sind, 2021. Ah nee, 13 war ich, ich war 13. Und dann ist man ja erstmal ein bisschen so mit seinen Freunden normalerweise in der Schule. Aber ich hatte jetzt auch nicht so viele Freunde mehr in der Schule. Deswegen fand ich es nicht so schlimm. Aber ich hatte halt so 2 enge Freundinnen so in Deutschland. Und deswegen fand ich das halt ein bisschen blöd, wenn man dann so wusste, oh, man ist ein bisschen alleine. Aber als ich hier angekommen bin, Leute, ich fand unser Haus super, das wir hatten. Ich fand das Wetter super. Strand, Mallorca, hallo, was gibt's Besseres? Und ich glaube, die ersten Woche, wo ich hier war, war ich schon so, ja,
das war eine gute Idee und ich finde es super hier. Ich wäre nicht lieber in Deutschland geblieben und ich würde auch es immer wieder so machen. Also ich würde jetzt irgendwie nichts daran ändern und in Deutschland bleiben, wenn ich jetzt nochmal so entscheiden könnte, wisst ihr. Und dann jetzt auch sehr oft gestellt die Frage, kannst du uns bitte ein Abiturzeugnis zeigen? Und natürlich habe ich ja schon gesagt, dass ich so einen Einserschnitt habe, also steht auf jeden Fall 1 vor dem Komma und das war mir auch irgendwie wichtig. Also ich hatte da so voll Motivation, unbedingt ein 1 vor dem Komma zu haben. Ich weiß auch nicht warum. Das wollte ich irgendwie achieven und das habe ich auch geschafft, deswegen freue ich mich, aber ich wollte jetzt nicht mein Abi-Zeugnis posten, weil irgendwie jedes Mal, wenn ich mein Zeugnis gepostet habe, kamen Kommentare entweder so, willst du jetzt angeben mit deinem Zeugnis, was soll das denn? Andere Leute geben sich auch Mühe für ihre Noten und müssen das nicht posten. Oder es kam irgendwie, oh, ich dachte, du willst jetzt nur Einsen schreiben, was war denn da in Chemie los? Wisst ihr sowas? Und irgendwie hat mich das genervt, also ich konnte es irgendwie nie einem recht machen. Und man kann es auch jetzt keinem recht machen, jetzt sagen wieder alle, warum postet ihr es denn nicht, war es so schlecht? Deswegen, ich lasse es einfach. Wisst ihr, was man nicht weiß, macht einen nicht heiß so. Ich habe das Zeugnis, weiß gar nicht, wo ich das hingetan habe. Ich glaube, es liegt jetzt in irgendeiner Schublade, also hat sich gelohnt. Okay, jetzt eine Gym-Frage. Wie trainierst du im Gym? Ich trainiere immer nur meinen Bizeps, wie ihr seht, ne? Nee, aber ich trainiere gar nicht so viele Geräte im Gym. Also ich muss sagen, ich habe so 4 Geräte eigentlich, die ich so mache. Am Anfang gehe ich immer so meine Beine trainieren. Dann mache ich immer diese Beinpresse und dieses, wo man da so sitzt und den dann so auseinander macht. Und dann das andere, wo man so sitzt und so macht. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und das mache ich immer am Anfang. Das sind noch meine Lieblingsübungen. Das macht irgendwie Spaß. Und danach mache ich noch so 2 für die Arme. Dann mache ich dieses, wie heißt das, Butterfly. Das ist mehr so für Brust, aber das trainiert ja auch hier so den Muskel. Was mache ich denn noch immer? Dieses, wo man diese Stange hat und das so runterzieht einfach. Und das war's. Dann gehe ich halt auch immer so ein bisschen so Cardio machen. Also entweder laufe ich halt auf dem Laufband oder auf meinem Stepper. Ein bisschen Cross-Trainer-mäßig. Das mache ich auch dann echt gerne, weil dann habe ich auch mein Handy dabei, papp das so an diesen Stepper dran oder ans Laufband und dann gucke ich mal YouTube-Videos oder TikTok oder so und dann laufe ich und das macht am meisten Spaß. Ich mache eigentlich immer das Gleiche. Ich habe irgendwie nicht so Leg Day, Arms Day, Ab Day. Ich mache eigentlich immer so meinen Durchgang, dann bin ich fertig. Und manchmal mache ich dann halt noch auf so einer Yogamatte so ein paar Bauchübungen. Also einfach so Sit-Ups oder so. Oder ich gucke auf YouTube einfach so ein bisschen Freestyle an manchen Tagen, wo ich Lust habe. Noch eine Frage zum Gap Year, aber fürs nach dem Gap Year. Und zwar, sorry, falls sich die Frage bedrückt. Süß. Aber weißt du, was du nach dem Gap Year machst? Nein. Dafür ist mein Gap Year da. Ich muss mal überlegen, was ich dann mache. Ich habe ja so gesagt, dass ich noch nicht studieren will. Deswegen fragen dann ganz viele, was ich denn dann mal studieren will. Aber ich weiß ehrlich gesagt noch nicht. Letztens habe ich irgendeinen Studiengang gesehen, der mich interessieren könnte. Betonung auf könnte. Das war irgendwie, ich glaube, Luxury Brand Management, weil ich weiß nicht, ich liebe so Handtaschen. Ich kenne mich so voll aus mit so Louis Vuitton, Chanel, Gucci und so. Also ich bin auf voll im Thema drin und irgendwas, was mit Luxury Brand zu tun hat, finde ich irgendwie cool. Und deswegen dachte ich, das kann ich vielleicht so studieren. Aber da gibt es irgendwie jetzt auch schon wieder irgendeinen BWL-Teil und wenn ich da irgendwas mit Mathe machen muss, verliere ich da irgendwie den Spaß dran. Wisst ihr, ich glaube, es gibt kein Studium, wo ich den ganzen Tag nur über das Design von der Chanel-Tasche reden kann. Deswegen weiß auch noch nicht. Ich mache ja auch gerade mein Social Media weiter und so und Breezy Bay. Deswegen vielleicht mache ich einfach das ein bisschen weiter. Richtigen Plan gibt es noch nicht für das Gap Year. Also für das danach. Oh, die Frage finde ich gut. Und zwar, was sagst du, wenn du gefragt wirst, warum du keinen Alkohol trinkst? Also auf Partys. Was ist denn meine Standardantwort? Meistens habe ich jetzt einfach aufgehört, mir irgendwas auszudenken. Also früher habe ich immer gesagt, ja, heute mal nicht. Sonst gerne, aber heute nicht. So, ich sage einfach, nee, will ich nicht, also ich brauche das nicht. Ich habe auch eigentlich so hier Spaß, sage ich immer. Und da meine ich, ja, andere können das ja machen, sage ich immer. Also ich judge jetzt auch keinen dafür und sage, warum trinkst du Alkohol? Ich schmeiß das mal hier ins Gebüsch, weg damit. Sondern ich mag es ja einfach nicht und ich habe das für mich selber einfach so entschieden, dass ich auch so Spaß haben kann. Meistens mehr als die Leute, die Alkohol trinken, um Spaß zu haben. Und dann sage ich einfach immer, nö, will ich nicht. Einfach mal Nein sagen, Leute. Ihr müsst auch nicht immer irgendwas erklären. Es ist mir auch nicht peinlich oder so. Ich finde es eigentlich sind ja die anderen, die Unnormalen hier. Deswegen sage ich immer, möchte ich einfach nicht. Weil danach an dem Tag fühlt man sich ja auch kacke. Ich habe damit jetzt keine Experience, aber ich sehe das bei Leuten, die ich kenne, dass man danach ja dann so verkatert ist. Da habe ich erstens gar keine Zeit zu. Am nächsten Tag muss ich ja direkt schon wieder was machen. Zweitens ist ja dann voll der Tag im Eimer. Also für die 3 Stunden Spaß lohnen sich wahrscheinlich die 12 Stunden Kopfschmerzen am nächsten Tag nicht. So, next one. Was würdest du deinem jüngeren Ich raten? Das ist eine kreative Frage. Muss ich mal kurz überlegen. Ich glaube, mehr Sonnenaufhellungsspray für die Haare benutzen. Früher damit anfangen, weil ich hatte meine Haarfarbe... Ich kann nicht mehr reden. Ich hatte meine Haarphase, da sahen meine Haare echt schlimm aus. Da waren die so eine Mischung aus braun, rot und
vielleicht blond. Deswegen mehr Bleaching auf die Haare. Nee, und sonst würde ich sagen, einfach nicht so viel Gedanken machen, weil ich habe mir immer echt viele Gedanken gemacht. Auch besonders, als ich in der Schule war, immer sehr viele Gedanken so um meine Noten. Und ich kann nicht jetzt eigentlich nicht in irgendeiner einzigen Klausur, um die ich mir richtig viele Gedanken gemacht habe, sagen, was ich da für eine Note drin hatte. Deswegen einfach mal ein bisschen relaxen und nicht so viel stressen. Und mehr schlafen. Ich hab wenig geschlafen. Und mein Schlafrhythmus ist einfach immer noch kaputt. Ich hätte früher anfangen sollen, einfach früher ins Bett zu gehen und früher aufzustehen. Aber irgendwie hat es nicht so richtig geklappt. Deswegen hätte ich gerne früher angefangen. Ja, was weiteres weiß ich nicht, was ich raten würde. Oh, jetzt auch noch eine Frage. Hast du bei dem ganzen Bräunen keine Angst vor Hautkrebs? Doch, Leute, habe ich. Deswegen, ich bräune mich jetzt auch nicht bis zum Sonnenbrand, ne? Also ich habe immer Angst, dass ich Sonnenbrand kriege. Ich mache auch immer Sonnencreme drauf. Es wäre nur 30, weil 50 bringt bei mir nichts. Also wirklich, dann ist keine Farbveränderung da. Und ich weiß, jede Bräune ist schlecht. Es ist auch ohne Sonnenbrand schlecht, sich in die Sonne zu legen. Ich mache es trotzdem, weil sonst fühle ich mich weiß und irgendwie so blass. Fühle ich mich ein bisschen hässlich. Ich finde es einfach schöner, wenn man gebräunt ist. Und auf Mallorca ist es jetzt auch nicht so leicht zu verhindern, in die Sonne zu gehen. Ich gehe auch in den Schatten. Und wenn ich ohne Sonnencreme in der Sonne liege, mache ich meistens nur so 20 Minuten. Und dann wende ich mich, mache auf dem Rücken 20 Minuten. Und dann gehe ich meistens in den Schatten. Also ich verbrenne mich jetzt nicht so mit so Sonnenbrand. Keine Sorge, ich passe schon auf, weil Hautkrebs wollen wir nicht haben. Achso, und übrigens, ich gehe auch jedes Jahr zur Muttermalkontrolle, weil ich habe ziemlich viele so Muttermale. Deswegen kontrolliere ich die immer. Generell gehe ich da so zur Vorsorge und lasse alles kontrollieren, damit man, falls man irgendwie sowas Hautkrebs-ähnliches haben sollte, es schneller kennt. Deswegen ist es wichtig. Ich weiß gar nicht, ob ihr das auch alle macht. Ihr müsst schon zum Hautarzt gehen, alles kontrollieren lassen. Jetzt Fragen zu Breezy Bay, zu meiner eigenen Schmuckmarke. Und zwar, wie bist du dazu gekommen, eine eigene Schmuckmarke zu erstellen? Ich bin darauf gekommen, weil ich einfach so genervt war von dem Schmuck, den man so kaufen konnte. Und halt so Modeschmuck lief der so schnell an. Also wenn ich damit halt duschen gewesen bin oder meine Hände gewaschen habe, waren die Ringe komplett angelaufen, meine Finger waren grün davon. Und dann konnte ich das wegschmeißen nach einer Woche. Und ich habe ja nicht Lust, jedes Mal meine Ringe auszuziehen, wenn ich meine Hände wasche oder jedes Mal meine Kette auszuziehen, wenn ich duschen gehe. Und vor allem im Sommer, ich fand es immer so schön, halt auch am Strand Ketten anzuhaben. Und dann fand ich es immer so blöd, wenn ich die dann ausziehen muss, wenn ich ins Meer gehe oder im Pool gehe. Habe ich mir gedacht, jetzt muss ich einfach eine eigene Marke erstellen, wo man wasserfesten Schmuck hat, den man beim Duschen tragen kann, beim Händewaschen, beim Meerschwimmen und im Pool. Ja, deswegen habe ich jetzt Breezy Bay, damit ich faules Stück nicht immer meine ganzen Schmuckstücke ausziehen muss. Vor allem für den Sommer und wenn man so auf Mallorca ist oder so, Schmuck hat, den man tragen kann, der auch echt lange hält. Und ich glaube, mein Beweis dafür, dass es funktioniert, ist mein Fußkettchen. Ich kann es nicht so gut zeigen gerade. Aber das habe ich wirklich immer an und ich bin damit immer mehr im Pool, duschen, alles. Und es ist immer noch schön Gold. Und das habe ich bestimmt seit 3 Jahren an diesem Fuß. Jetzt die Frage haben wir auch aufgestellt. Also die Jungsfragen sind irgendwie immer noch beliebt. Ich weiß nicht. Und zwar, was ist dein Type? Und Leute, so vom Aussehen her habe ich gar keinen Type. Also ich finde, so man kann nicht so sagen, dass der eine Typ sieht gut aus und der andere nicht, obwohl die so total verschieden aussehen, sondern ich finde, dass es auf das Gesamtbild ankommt und ich finde auch oft, hat es auch so ganz viel mit dem so Charisma von der Person zu tun. Also wenn jetzt so ein Typ nicht so besonders hübsch ist irgendwie, also so, keine Ahnung, besonders tolle Features im Gesicht hat, aber trotzdem halt irgendwie selbstbewusst, charismatisch und lustig ist oder so, dann finde ich den trotzdem gut. Und ich finde, oft sind Leute für mich, die einfach so attraktiv aussehen, nicht so besonders hübsch. Also ich finde, es gibt auch Jungs, die total hübsch sind, aber einfach nicht attraktiv sind. Versteht ihr, was ich meine? Und deswegen ist bei mir immer so ein Zusammenspiel aus allem. Und es hat auch viel mit Charakter zu tun. Also ich weiß, wie Leute sagen, nee, das sagt man immer nur so. Aber nein, das hat bei mir wirklich viel mit dem Charakter zu tun. Weil ich finde, wenn eine Person einen guten Charakter hat, sehen die auch automatisch besser aus. Ja, es sollte trotzdem natürlich gepflegt aussehen, ne? Und, was ich ganz wichtig finde, die Hose bleibt oben. Ich hasse das, wenn Jungs so diese Jeans tragen, wo ihre Unterhose so bis hier ist und die Jeans so unterm Po hängt. Das ist ein No-Go. Das ist mein Type, wenn die eine richtige Hose sich in ihrer Größe kaufen können. So. Weiter geht's. Das fand ich lustig. Das wollte ich mit euch teilen. Möchtest du mal studieren? Wenn ja, was? Also ich sehe dich voll als Lehrerin. Weil tatsächlich wollte ich mal Lehrerin werden. Das Einzige, was mich gestört habe, ist, dass das Studium halt so lang ist. Dauert ewig lange, bis man Lehrerin ist. Und man muss sich ja immer so 2 Fächer aussuchen. Und das einzige Fach, was mich hätte interessiert zum Unterrichten, wäre Englisch gewesen. Aber man muss immer 2 Fächer machen, halt in Deutschland. Und dann hätte ich auch irgendwie Sport machen müssen oder so. Finde ich total blöd. Ich will keine Sportlehrerin sein. Ich war die Hälfte vom Sportunterricht leider krank. Und ja, was anderes, Deutsch finde ich auch blöd mit dem ganzen Grammatikzeug und so. Deswegen irgendwie hat mir dieses Studium das vermiest. Ich hätte es auch schön gefunden in der Grundschule oder so, aber das Grundschullehramtsstudium ist auch total kacke, weil man muss da ja wirklich in Mathe alles lernen. Obwohl man dann am Ende den Kindern beibringt, wie viel 4 plus 4 ist.
Das finde ich total unnötig. Deswegen irgendwie vermisst dieses Konzept von diesem Studium total den Job als Lehrerin. Wie kannst du dich so gesund ernähren? Kam mir die nächste Frage. Und ich muss dazu sagen, ich esse jetzt nicht nur gesund. Also ich esse auch gern so Pizza und Tiefkühlpizza und Nudeln. Also das ist jetzt auch nicht so gesund. Aber ich mag halt die meisten Sachen, die andere Leute halt so essen, die so ungesund nicht. Ich kann nicht mehr reden, sorry, warte, ich muss den Satz nochmal neu formulieren. Ich mag halt die meisten Sachen nicht, die so ungesund sind und andere Leute gerne essen. So zum Beispiel Gummibärchen mag ich nicht. Ich esse halt nie sowas wie Knoppers, Pick-up, Kinder Bueno oder sowas esse ich nie. Ich weiß nicht. Das Einzige, was ich gerne mag, ist so Bitterschokolade und Eis. Und ich mache mir doch oft Snacks, die jetzt nicht so besonders ungesund sind. Also ich esse jetzt irgendwie nicht einen Teller Schokolade, sondern ich esse dann halt mal eine Joghurt-Bowl oder so. Und das schmeckt mir halt trotzdem sehr gut. Ja, ich würde sagen, ich esse jetzt halt einfach gesund, weil ich es mag. Und mir wird auch schlecht, wenn ich so für ungesunde Sachen esse. Deswegen, mir fällt es irgendwie leicht, so gesunde Sachen zu essen. Ich weiß nicht, meine Eltern machen das aber auch. Also deswegen, vielleicht ist es einfach deswegen. Hast du Tipps, wie man ohne Selbstbräuner schneller braun wird? Nein. Kauft euch Selbstbräuner, macht's drauf, Leute. Ist egal, auch wenn andere sagen, im Sommer braucht man auch keinen Selbstbräuner. Besser als wenn ihr euch verbrennt. Also ich bin großer Fan von Selbstbräuner. Ich benutze auch immer Selbstbräuner. Ja, sonst würde ich sagen, Tanning Oil kaufen. Also das ist das Einzige, was mir einfällt. Also ich kenne jetzt auch keinen Mega-Tipp, wie man so schnell braun wird. Wahrscheinlich einfach in die Sonne legen und warten. Tipps gegen Langeweile. Leute, das wollte ich noch kurz mit euch teilen. Ich blende euch mal so ein Bild ein. Das ist von meiner Liste, was ich immer mache, wenn ich Langeweile habe. Weil ich das letztens in meiner Insta-Story gepostet. Und ich dachte, ich kann es einfach genau mit euch teilen. Vielleicht auch es dauert zu lange, wenn ich die jetzt alle aufzähle. Aber ich muss sagen, meine Lieblingsaktivität bei Langeweile ist einfach spazieren gehen. Ich gehe total gerne spazieren, einfach mit Musik und dann mache ich das immer, wenn mir langweilig ist. Wie weit bist du mit dem Führerschein? Ich mache jetzt noch ein bisschen schnell durchlaufen von den Fragen, weil ich glaube, sonst wird es echt lange. Ich habe noch nicht angefangen. Ich war schon da und habe mich informiert, Leute. Wir sind schon einen Schritt weiter. Ich muss mich jetzt nur noch anmelden und da muss ich anfangen zu lernen. Wie schaffst du es immer konsistent, ohne Ausnahme, jede Woche YouTube-Videos hochzuladen? Ja, Leute, das frage ich mich auch manchmal. Es ist schon manchmal anstrengend, sich immer halt ein neues Video einfallen zu lassen. So nicht, dass ich es nicht gerne mache, aber irgendwann die Ideen gehen einem aus, weil wenn man schon so viele Jahre YouTube macht, schon über 10 Jahre lang. Also ich will halt auch nicht, dass es langweilig wird für euch, aber ich gebe mir große Mühe und dann muss ich das Video auch immer noch schneiden. Deswegen, ich schaffe es auch immer noch nicht, 2 Videos pro Woche hochzuladen. Ich weiß nicht, wie ihr denkt, wie ich das mache. Ihr müsst mir dann mehr Ideen geben, Leute. Weil ich glaube, sonst fallen mir einfach keine YouTube-Videos ein. Ich bin es halt nicht anders gewöhnt so. Ich mache es schon lange, deswegen, ich schaffe das schon. Ich lasse dich nicht hängen. Ihr könnt ja jetzt einfach jeder mal euer Wunschvideo in die Kommis schreiben. Dann lese ich mir das mal durch, vielleicht sind ein paar gute Ideen dabei und dann schaffe ich das jede Woche ein Video für euch zu finden. Was machst du in Situationen, wo es dir nicht so gut geht? Ich muss sagen, ich mache eigentlich gar nicht so viel dann anders, als wenn es mir gut geht. Ich versuche halt dann nicht einfach so, mich jetzt einen Tag ins Bett zu legen und gar nichts mehr zu machen und einfach nur zu heulen, weil das bringt wirklich gar nichts. Also ich weiß, viele Leute machen das. Die sagen dann, ja, dann bin ich die ganze Zeit nur im Bett und gucke Netflix. Das hilft wirklich gar nicht. Also das ist wirklich eine ganz schlimme Idee, die ihr da habt. Sondern ich mache einfach immer weiter und versuche irgendwas, ja, zu machen, was mich aufmuntert. Oder wenn es nur putzen ist oder so. Hauptsache irgendwie auf andere Gedanken kommen und nicht nur so in dieser blöden Situation feststecken. Und ich finde auch manchmal bin ich so ein bisschen, bei mir ist es so, manchmal bin ich so ein bisschen overdramatic über eine Situation, die ich einfach leicht lösen könnte. Deswegen manchmal überlege ich dann einfach nochmal ein zweites Mal und überlege, ob es wirklich so schlimm ist. Und dann fällt mir meistens eine Lösung ein und dann geht es auch schon wieder. Und sonst versuche ich es einfach zu ignorieren und mache trotzdem weiter. Das ist meine Taktik, so klappt es am besten. Was hast du für Kontaktlinsen? Also Jahres- oder Monatslinsen? Hilfe, warum kann ich nicht reden? Jahres- oder Monatslinsen? Ich habe Tageslinsen. Ich habe gar nicht Jahres- oder Monatslinsen, ich habe Tageslinsen. Die kann man halt nur so 24 Stunden, also einen Tag drin lassen. Habe ich auch gerade drin, damit ich die Kamera besser sehe, damit ich mich angucken kann, damit ich nicht so hier sitze. Hast du vor, in deinem Gap Year alleine zu reisen? Habe ich ja gerade eben auch kurz angesprochen schon. Ich bin nicht so der größte Fan von so Reisen. Mein Albtraum wäre so Backpack-Weltreisetour. Also wirklich, ich bin gerne einfach in irgendein Schwimmhotel oder lieg am Pool oder so, anstatt irgendwie mit dem Rucksack campen zu gehen. Ich weiß nicht, das ist einfach nicht mein Ding. Ich weiß, voll viele Leute finden das richtig super und so. Und ich beneide die Leute auch, die das gerne machen, aber irgendwie habe ich da nicht so Lust drauf. Ich brauche jetzt nicht so unbedingt die Welt sehen. WhatsApp-Profilbild. Okay, ich zeige jetzt mein WhatsApp-Profilbild. Ich habe es lange nicht mehr geändert. Das ist das hier gerade. Am Meer. Da habe ich das blaue Kleid an. Finde ich eigentlich schön. Aber irgendwie fällt mir gerade kein anderes ein, was ich jetzt Profilbild nehmen könnte. Deswegen habe ich jetzt das. Oh, meine Batterie ist fast leer. Ich muss kurz Batterie wechseln. 1 second. Okay, Kamera läuft wieder. Zu viel geredet. Schon alles leer gegangen. Handy hat auch nur noch 13%. Aber wir schaffen das noch. Nächste Frage. Bist du zufrieden mit dir selbst? Ja, Leute. Ich finde die Fragen immer so ein bisschen schwierig. Ich finde jetzt nicht so besonders schlimm oder so.
Und generell, wenn es halt irgendwie sowas gibt, was ich jetzt nicht sofort ändern kann, was soll ich dann machen? Deswegen, ich finde, man sollte einfach immer damit zufrieden sein, was man hat. Und ich bin einfach froh und dankbar, dass ich gesund bin und ja, ich finde, sollte man auch mal so ein bisschen drüber nachdenken. Es gibt Leute, die können irgendwie nicht laufen oder irgendwas und wenn sich dann Leute irgendwie so über irgendwas aufregen, was total unnötig ist, finde ich ja ein bisschen schade. Deswegen würde ich die Frage schon mit so Ja beantworten. Vermisse die Schule schon ein bisschen? Nein! Wirklich nicht. Also ungelogen, ich vermisse gar nichts an der Schule. Ich habe meine Freunde jetzt auch trotzdem noch gesehen oft, obwohl ja keine Schule mehr war. Deswegen vermisse ich das vielleicht auch nicht so ganz, weil irgendwie glaube ich werde meine Freunde halt vermissen, aber so Lernen vermisse ich nicht. Ich vermisse es nicht, da jeden Tag hin zu müssen. Ich vermisse es nicht, jeden Tag da irgendeine Kacke lernen zu müssen. Vor allem vermisse ich den Sportunterricht nicht. Ich war so jemand, ich bin richtig ungern zum Sportunterricht hingegangen. Deswegen bin ich so froh, dass ich nie wieder zum Sportunterricht gehen muss. Ich habe voll viele Leute, glauben mir das nicht. Weil alle schreiben mir immer, ich glaube dir nicht, dass du die Schule nicht vermisst. Du wirst irgendwann sagen, ich wünschte, ich könnte jetzt mal in die Schule gehen. Aber ich glaube nicht, Leute. Lieblings-Sweet Treat. Mein Lieblings-Sweet Treat ist Reiswaffel. Und zwar eine Zartbitter-Schoko-Reiswaffel mit Erdnussbutter und Erdbeeren drauf. Das ist top, wenn Erdbeeren drauf sind. Und woher kam die Idee für den Namen Breezy Bay? Ich wollte irgendwas machen, was so mit Mallorca und Meer verbunden ist, halt eben wegen diesem wasserfesten Schmuck. Und weil ich ja auch auf Mallorca lebe und ich fand es irgendwie cool. Und dann habe ich so überlegt, okay, Bucht ist halt Bay. Und dann war ich schon so bei Bay und dann habe ich noch so ein Wort gesucht, ein Adjektiv, das mit B anfängt. Und dann, ich weiß gar nicht, ich habe mit meinem Bruder auch zusammen überlegt, der macht ja auch so ein bisschen mit bei der Schmuckmarke. Und dann sind wir irgendwie auf Breezy Bay gekommen. Und dann war es halt auch so B und das hat sich irgendwie cool angehört. Und jetzt haben wir Breezy Bay. Und last but not least, last question. Schauen deine Freunde deine Videos? Ich glaube, manchmal. Also ich schicke jetzt dir nicht die Videos und sag. Hast du mein neues Video schon gesehen? Manchmal schicken mir meine Freunde so irgendwie so das Video und sagen irgendwas Lustiges war oder sowas. Oder in der Schule wurden sich meine Videos auch gerne angeguckt auf dem großen Fernseher. Sowas, aber sonst weiß ich nicht. Wenn es einer von meinen Freunden sieht, love you. Okay, so. Das waren alle Fragen, die ich hier rausgesucht habe. Ich hoffe, die Frage mit dem Gap Year ist jetzt einfach immer beantwortet, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst gerne einen dicken Daumen nach oben da, falls ihr es am Anfang noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, Leute. Und ich muss einfach was trinken, weil mein Hals ist so trocken beim ganzen Reden. Falls ihr noch irgendeine Frage haben solltet, könnt ihr immer gerne in Insta-DM schreiben oder hier in die Kommentare schreiben. Versucht ihr noch zu beantworten. Und ja, ich hab euch lieb. Bye, bye.